Hey Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das Cover von Dawn of Ragnarok, dem vermutlichen dritten DLC von Assassin's Creed Valhalla, wurde released und vor allen Dingen auch der Preis ist bekannt. All das, was es damit auf sich hat, erfahrt ihr heute im Video. Ihr seht also, es sind heikle Informationen, da ist noch nichts Offizielles von Ubisoft-Seite gekommen. Dementsprechend, wenn ihr da warten wollt, würde ich euch das auch empfehlen. Spoilert euch vielleicht nicht. Wartet, bis offizielle Informationen von Ubisoft kommen. Ist, glaube ich, auch entspannter und einfacher. Ich finde es schade, dass das jetzt auch hier released wurde, denn in China im PlayStation Game Store wurden schon Bilder und Informationen geleakt, beziehungsweise veröffentlicht und dann wieder weggemacht, was halt sehr schade ist. Und jetzt, Leute, auch im Epic Game Store. Im US-Store, aber auch im europäischen Store. Ich bin hier auf meinem Account und wenn ich hier mal auf den Shop gehe und quasi Assassin's Creed eingebe und auf Valhalla klicke, ja, dann habe ich natürlich den Trailer, gehe auf Add-ons und dann sehe ich erstmal nur die DLCs, die es gibt. Wenn man dann aber sortiert nach zum Beispiel Relevanz oder alphabetisch, dann plupp, kommt auf einmal das neue Cover von Dawn of Ragnarok. Ich finde, es sieht so geil aus. Es sieht so nice aus. Und ich finde es so schade, dass für die Entwickler, dass sowas schon jetzt veröffentlicht wurde. Das ist super, super unangenehm. Und ich hoffe, Ubisoft redet mit den Leuten von Epic Games und auch von dem PlayStation Game Store in China, weil das einfach so schade ist, weil dadurch einfach dieser ganze Hype und dieser ganze Druck weggenommen wird. Ja, auch durch mein Video, natürlich, klar. Aber ich nutze die Informationen nur, um euch da als allererstes zu informieren. Und wer es sich nicht anschauen möchte, ist natürlich von mir gewarnt worden, ganz klar. Doch was sehen wir hier auf dem Cover? Wir sehen natürlich, wie auch schon gewusst, den guten Surt. Ja, der steht uns entgegen mit seiner Klaue und seinem Riesenschwert, der Feuerriese Surt aus Muspelheim. Und wir wahrscheinlich davor, ja, wir sehen auf jeden Fall, doch, ja, das ist Eivor mit der versteckten Klinge am linken Arm und mit einem Eisschwert am rechten Arm. Höchst interessant, ja, das könnte eine neue Fähigkeit sein, die ja auch schon geleakt wurde oder teilweise. Wir wissen, dass wir neue Fähigkeiten bekommen und ja, wir stehen quasi vor dem Riesen und wenn wir mal raufklicken, dann sehen wir nicht das ganze Cover, aber dann sehen wir zumindest halt die Information, die auch schon im chinesischen PlayStation Game Store geleakt wurde. Aber was sehen wir denn da? Der Preis. Tatsächlich wird das DLC 40 € kosten. Ist ordentlich, ist quasi fast ein Vollpreisspiel und ich hoffe, das wird sich auch lohnen für diesen Preis. Der Season Pass übrigens kostet auch 40 €, für Year One wohlgemerkt. Das heißt, mal gucken, was da noch kommt. Wenn wir dann runter scrollen, dann sehen wir natürlich diese bekannten Bilder, diesmal in Englisch. Dawn of Ragnarok, pre-purchase to get the Twilight Pack, immediately available in Base Game. Das sehen wir natürlich, also das Twilight Pack, das wurde auch schon geleakt, das ist nichts Neues mehr. Wir sehen die Bilder von dem letzten Video, was ich gemacht habe, das findet ihr übrigens hier. Da habe ich die Bilder genau analysiert, weil hier sind sie sehr klein zu sehen. Wir haben natürlich dann noch ein Bild, was leider nicht vergrößert werden kann und was ich auch nicht speichern kann. Das ist nämlich ein Bild von einem, ich glaube, Muspelheimer, der eine Feueraxt hat und von Odin bzw. Harvey gerade angesprungen wird. Ja, und das sind die Informationen. Hier steht auch nochmal 10. März 2022 soll das Release-Datum sein. Ubisoft Montreal soll das Ganze entwickelt haben und das sind die Informationen aus dem Epic Game Store. Ich finde, das ist eine krasse Information. Ich finde es extrem schade, dass das jetzt schon veröffentlicht wird. Für alle, die, sage ich mal, daran gearbeitet haben vor allen Dingen, ist es super schade, weil dadurch geht der Druck flöten. Ich hoffe, mit dem neuesten Patch wird Ubisoft Valhalla dichter machen, dass es eventuell weniger Leaks gibt und am Ende des Tages Storytelling-technisch, also narrativ-technisch, so ein Release besser und schöner gestaltet werden kann. Ja. Heute Abend sehen wir uns aber trotzdem um 17:30 Uhr auf Twitch. Wir schauen uns nämlich die YouTube-Premiere an von Assassin's Creed. Da wird es ja wahrscheinlich Inhalte geben zu Dawn of Ragnarok. Da wird es wahrscheinlich offiziell bekannt gegeben. Und dann, Freunde, würde ich mich freuen, ja, euch zu sehen. Link ist in der Beschreibung. Ich pinne es auch nochmal als Kommentar an. Wir sehen uns. Bis dahin, Freunde. Danke fürs Zuschauen auf jeden Fall. Wenn es euch gefallen hat, einen Daumen nach oben da lassen. Wäre natürlich nice. Sonst das Abo mit der Glocke. Aber die habt ihr eh schon aktiviert. Ja, haben sie, Eivor. Was? Höre ich da die Glocke? Nice. Jetzt heißt es für euch abwarten und Met trinken. Auf dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, euer Eivor.